Das zwischen Deutschland und Bulgarien bestehende Wirtschaftsabkommen wurde auf ein weiteres Jahr verlängert. Bulgarischerseits wurde der Vertrag vom Ministerpräsidenten Borghilow, deutscherseits vom Gesandten Obergruppenführer Beckerle und dem Präsidenten der deutschen Abordnung, Dr. Landwehr, unterzeichnet. In Sofia wurde ein Handelsabkommen zwischen Bulgarien und Rumänien abgeschlossen. Der Vertrag wurde von dem rumänischen Gesandten Christon und von dem bulgarischen Ministerpräsidenten Borghilow und Außenminister Schischmanow unterzeichnet. In Verona fand die erste Versammlung der republikanisch-faschistischen Partei statt. Die Richtlinien der Parteiarbeit im neuen faschistischen Staat wurden festgelegt. Minister und Parteisekretär Alessandro Pavolini verlas eine Botschaft des Duce. Ankunft des slowakischen Staatspräsidenten Dr. Tiso zum 25-jährigen Jubiläum der Linker-Partei in Silein. Dr. Tiso betonte in seiner Ansprache, dass die Slowakei unablässig den Kampf für die Freiheit Europas gegen den Bolschewismus fortführen werde. Trabrennen in der holländischen Stadt Duindijk. Im großen Winterpreis wurde Abdullah Scott. Im Olympiastadion zu Garmisch-Partenkirchen fand ein Eishockeykampf zwischen den Mannschaften von Rissersee und Wien statt. Das Spiel endete 3:0 für Rissersee.
In Frankreich fand das traditionelle Radrennen Versailles-Paris statt. Über die regennassen Straßen geht die Jagd. Schwierige Hindernisse werden überwunden. Robert Houbrand liegt an der Spitze und erreicht als erster das Velodrome d'Hiver. Er gewinnt damit zum zweiten Male das Rennen Versailles-Paris. Deutsche Soldaten musizieren in der Notre-Dame von Paris. Ein deutscher Soldat an der gewaltigen Orgel der Kathedrale. Ein Orchester und ein vielstimmiger Chor von deutschen Soldaten, Nachrichtenhelferinnen und Rote Kreuz-Schwestern spielen und singen ein Oratorium von Johann Sebastian Bach. Zeichenblock und Farbkasten gehören zum Marschgepäck vieler kunstfreudiger deutscher Soldaten. An Motiven ist kein Mangel und wenn nur der Dienst es erlaubt, wird zu Pinsel und Palette gegriffen. So sind im Laufe der Jahre viele Werke entstanden, die der Öffentlichkeit nicht vorenthalten bleiben. Der Führer besucht eine Ausstellung von Werken deutscher Künstler im Waffenrock. Eine serbische Rekrutenkompanie beim Ausmarsch zur Geländeübung. Serbische Freiwillige haben sich zur Rettung ihres Landes der deutschen Führung zur Verfügung gestellt.
Sie unterziehen sich einer gründlichen Ausbildung für den Kampf gegen das bolschewistische Bandenunwesen. In die Unterkunft der nationalsozialistischen Kraftfahrkorpsstaffel des Wehrmachtbefehlshabers in den Niederlanden rücken junge Holländer ein. Es sind Freiwillige für den Dienst in den deutschen Transporteinheiten. Bei der ärztlichen Untersuchung. Auf dem Marsch zum Bahnhof. Abfahrt zum ersten Einsatz im Osten. In Berlin fand eine Tagung der zum Kampf gegen den Bolschewismus angetretenen aserbaidschanischen Freiwilligen statt. Ansprache eines im Kampf bereits bewährten aserbaidschanischen Offiziers. Unter den Tagungsteilnehmern der Großmufti von Jerusalem. Kranzniederlegung am Ehrenmal in Berlin. Von der Ostfront. Treibeis auf dem Dnieper. Eine Fähre mit Kriegsmaterial wird über den Strom geschleppt. Nachschub über eine Kriegsbrücke. Deutscher Artilleriebeobachter in einem zerschossenen Sowjetpanzer. Starkes feindliches Artilleriefeuer. Abwehrbereit stehen die deutschen Grenadiere in ihren Gräben. Die Artillerie ist alarmiert. Die angreifenden Sowjetpanzer bleiben im deutschen Artilleriefeuer stecken. Sturmartillerie stößt gegen den in Stocken geratenen Angriff der Bolschewisten vor. Sturmgeschütze feuern auf einzelne Sowjetpanzer und Packstellungen. Bolschewistische Gefangene.
an der süditalienischen Front. Ein deutscher Aufklärer über den schneebedeckten Gipfeln des Apennin. Unerwartetes Ereignis im Süden. Über Nacht ist auch im Tal meterhoher Schnee gefallen. Ein Schwellenflug im Einsatz. Bedrohte Bahnanlagen werden mit dieser Maschine in kurzer Zeit für die Zwecke des Feindes unbrauchbar gemacht. Sprengungen vollenden die Vernichtung.